Ein Alpinskischuh ohne Schnallen. Das bietet das neue BOA Fit-System, was jetzt auch die oberen Schnallen der Alpinskischuhe ersetzt. Wie das System funktioniert und wie es sich fahren lässt, das schauen wir uns im heutigen Video an. Viel Spaß! Und mit diesen Aufnahmen darf ich euch herzlich willkommen heißen hier im Winterwunderland. Es hat geschneit und heute kommt die Sonne raus. Der perfekte Tag, um euch dieses neue System bei den Skischuhen mal genauer zu erklären. Und wir werden unser Video in 3 Kapitel unterteilen. Als erstes zeige ich euch, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Als zweites steigen wir mal in einen solchen Skischuh ein. Wie läuft das genau ab? Und als drittes werde ich mit Tobi aus dem BOA-Team genauer über die Entwicklung dieser Skischuhe sprechen und euch dann auch mitnehmen auf die Pisten und das erste Fahrgefühl zum Skischuh bekommen. Doch eine Frage vorab, wer von euch hat schon Erfahrungen mit dem BOA Fit-System im Bereich der Skischuhe gesammelt? Wie findet ihr es? Welche Anmerkungen habt ihr? Das gerne unten in die Kommentare. Ich meine, viele von euch kennen das Produkt sicherlich von Skihelmen, von Trailrunning-Schuhen oder anderen Schuhen, wo BOA ja auch verbaut ist. Im Bereich der Alpinskischuhe ist das erst seit letzter Saison im unteren Bereich etabliert und jetzt eben, wie wir hier sehen, über den kompletten Skischuh hinweg. Ich war im März in Denver und habe mir dabei in der Entwicklung angesehen, wie BOA arbeitet. Sie haben dabei auch verschiedene Performance-Studien rund um diese Skischuhe gemacht und dabei ist eben auch bei einer wissenschaftlichen Studie rausgekommen, dass hier im unteren Bereich eine bessere Kraftübertragung von 10% im Vergleich zu Schnallen-Skischuhen vorhanden ist. Jetzt weitet BOA das System auf den oberen Bereich der Skischuhe aus, wie wir es hier sehen, sodass die oberen beiden Schnallen am Schaft ersetzt werden. Das neue System im oberen Bereich des Skischuhs unterscheidet sich ein wenig vom System unten. Was gleich geblieben ist, das ist das Seil und die Drehverschlüsse. Die Drehverschlüsse dreht ihr, um den Skischuh etwas zu schließen, könnt sie aber auch wieder zurückdrehen, um etwas zu öffnen und ihr könnt sie vom Schuh wegbewegen und auf einen Schlag öffnet sich das Seil gänzlich. Und wir wollen dabei natürlich guten Halt im Skischuh, denn es ist das Element, was eure Kraft, eure Bewegungen vom Körper auf das Sportgerät überträgt. Okay, dann ziehen wir das gute Stück mal an. Dafür öffnen wir alles, also alle Drehverschlüsse auf. Wir öffnen auch die Lasche und öffnen hier oben den Powerstrap. Und dann weiten wir komplett und steigen ein. Dann heißt es hier, die Lasche wieder anlegen. Das heißt, Lasche über diese Halterung und können jetzt beide Knöpfe reindrücken und den Skischuh anziehen. Und dann heißt es ausprobieren, welche Einstellung für mich eben perfekt passt. Ein bisschen weicher vielleicht, so. Und ready to go! Der perfekte Skitag, Neuschnee ist gefallen, die Sonne ist draußen und ich habe euch einen Interviewgast mitgebracht und zwar den Tobi. Grüß dich. Servus Marius. Stell dich mal kurz vor. Genau, ich bin der Tobi von der Firma BOA, vom Team zuständig für die alpinen Schuhe. Und genau das wollen wir heute mal genauer anschauen. Wir haben euch ja gerade eben schon das neue System erklärt mit den 2 Drehverschlüssen, wollen ein bisschen mit dem Tobi hinter die Kulissen blicken. Dafür haben wir uns hier in Flachauer Winkel wirklich einen Traumtag ausgesucht. Und bevor wir jetzt also tiefer in die Materie einsteigen, gehen wir erstmal Skifahren. Genau, nutzen wir das gute Wetter. Was für ein perfekter Tag, Tobi. Sehr gut ausgesucht. Richtig perfekte Winterverhältnnisse. So läuft's. Und für mich waren es jetzt auch die ersten Kurven eben mit dem doppelten System. BOA, ihr kennt es seit der letzten Saison, hatte eben erst unten umschlossen. Jetzt habt ihr das Ganze konsequent weitergedacht. Es geht jetzt auch nach oben. Erklär mal ganz kurz, wie ist das Ganze im Markt überhaupt angekommen nach der ersten Saison? Was ist auch das Feedback, was ihr so gehört habt? Also von den Skifirmen sehr positives Feedback und natürlich extrem wichtig für uns ist das Feedback von den Skifahrern da draußen und sehr erfolgreiche erste Saison
und sehr, sehr positiv. Und das ist sehr schön zu hören. Viele von euch haben sich auch einen BOA-Skischuh zugelegt, habt ihr mir geschrieben. Es ist eben eine andere Passform, eine richtige Revolution, Innovation im Skischuhbereich. Das gab es jetzt seit vielen Jahren nicht und jetzt seid ihr eben mit diesem System am Start. Wenn wir jetzt über diese Weiterentwicklung nach oben reden, was ist so euer Ansatz gewesen? Was wolltet ihr damit erreichen? Genau, also das System an der Manschette war ja so quasi der logische nächste Schritt, um einen kompletten Schuh mit BOA auszustatten. Und wir wollten einfach das weiterziehen, das bessere umschließen. Dadurch erzielen wir eine bessere Performance, eine bessere Kraftübertragung vom Mensch zum Skischuh. Und dadurch einfach ein besseres Fahrverhalten vom Skischuh. Voll, ich glaube, jeder von euch kennt es, wenn man in einem Skischuh schwimmt und eben keine gute Passform hat, nicht gut festgehalten wird, dann ist das mit der Skitechnik auch alles nicht so leicht und gut möglich. Was ich heute Morgen gespürt habe, ist, wenn du eben diesen Drehverschluss drehst und schließt, dann ergibt sich wieder dieses Umschließen anstatt zwei Druckpunkte, die sich wie bei den eben vorherigen Schnallen ergeben haben. Wurde das getestet, nehme ich an? Was waren so die Gedanken dahinter? Ja, extrem viele Tests. Der Gedanke dahinter war immer die Performance. Also wir wollen die Performance verbessern und dadurch eine bessere Passform auch erzielen. Und mit der besseren Passform kommt eben ein besseres Gefühl und schlussendlich mehr Selbstvertrauen beim Skifahren, beim Karten. Und das führt einfach zu einem besseren Fahrverhalten. Und das Fahrverhalten ist genau das, was ich heute auch nochmal mit dir auf die Probe stellen will. Von daher lass uns noch mal fahren, habe aber auch noch eine Frage gleich zu dem Drehverschluss, wo er positioniert wurde und warum. Da gehen wir gleich drauf ein, aber komm, lass uns erst mal krachen. Auf geht's! Und Tobi, was ich mich noch frage, ist das Thema Herausforderungen bei der Entwicklung. Was gab es für Themen, für Hürden, die ihr gemerkt habt, da ist es schwierig, jetzt oben an der Manschette das BOA-Fit-System zu installieren? Zum Beispiel die Positionierung. Ist der Drehverschluss weiter oben, ist er weiter unten? Das wirkt sich aufs Fahrverhalten aus. Oder die Kraftübertragung aufs Seil, wie sich dann das Plastik überlappt zum Beispiel. Und der Drehverschluss an sich ist auch was bei euch letzte Saison aufgekommen ist. Der hängt ja dann eben ein bisschen seitlich. Wenn jetzt da zum Beispiel ein Baum oder irgendein anderes Pistenschild zum Beispiel ist und ich komme damit gegen einen solchen Gegenstand, löst er sich und was passiert da eigentlich? Also bei einem starken Schlag löst es sich. Wenn die Teile nicht gebrochen sind, kann man ganz normal wieder draufstecken, funktioniert einwandfrei. Wenn was brechen sollte, gibt es bei BOA eine lebenslange Garantie. Kann man einfach hinschicken, bekommt die Teile zurück und ist wieder bereit zum Skifahren. Und jetzt ist natürlich so, dieser Skischuh mit diesen zwei Verschlüssen, den Drehverschlüssen, der wird jetzt von mehreren Marken für diese Saison installiert. Das Ganze geht wahrscheinlich weiter in der Entwicklung. Wie viele Marken sind es jetzt die Saison? Diese Saison sind 6 der großen Skimarken, also sehr, sehr großer Anteil. Okay, also es startet so richtig durch und ich hoffe, wir konnten viele eurer Fragen in diesem Video beantworten. Wenn ihr weitere habt, packt sie sehr gerne unten in die Kommentare. Tobi, ich danke dir für den Einblick. Ich werde das System jetzt über die Saison fahren und da auch an Benny Reich, mit dem ich noch ein Video drehen möchte, zum Ende dieser Skisaison eure Fragen übergeben. Das heißt, gerne unten kommentieren. Vielen Dank ans Team hinter den Kulissen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ist genau hier verlinkt. Und nochmal vielen Dank, Tobi. Schöne Saison dir. Danke, ja. Ciao.